Heute sprechen wir über Dinge, die ich in Polen zum ersten Mal gesehen habe, kennengelernt habe und vielleicht auch ausgeübt habe. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal kurz vor, falls du heute zum ersten Mal bei mir zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Mal zeige ich einen Reisebericht, spreche über die Unterschiede zwischen Deutschland und Polen oder so wie jetzt gebe ich einfach mal ein paar Erfahrungswerte von mir selbst wieder. Falls dich dieses Thema interessiert oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen lieben Dank dafür. An erster Stelle möchte ich mich dafür entschuldigen, dass jetzt einige Wochen keine Videos gekommen sind. Der Grund ist einfach dafür, dass ich privat enorm viel um die Ohren habe. Ich habe wirklich ganz viel zu tun. Vielleicht werde ich irgendwann mal dazu ein bisschen was berichten, eventuell, wenn das Interesse daran besteht, muss ich mir aber auch noch selber Gedanken machen, wie weit und wie viel ich aus meinem Privatleben noch mehr veröffentlichen werde. Aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Ich versuche auf jeden Fall in Zukunft wieder regelmäßig Videos hochzuladen. Und wie gesagt, bei mir ist das manchmal einfach ein bisschen so eine Zeitsache. Seid mir da bitte nicht böse. So, genug um den heißen Brei geredet. Kommen wir jetzt auch schon zum Hauptthema und sprechen wirklich über Sachen, die ich hier in Polen zum ersten Mal gesehen habe, hier kennengelernt habe oder vielleicht hier auch ausgeübt habe, so wie ich das auch schon gerade erwähnt habe. Und ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass ich sehr viele Sachen, die ich hier gleich erzählen werde, auch nur gemacht habe oder zustande gekommen sind, weil ich hier in Polen gelandet bin und vielleicht hat mich das ein oder andere auch so angezogen, aber das werden wir dann auf jeden Fall später im Video auch sehen. Aber ich würde einfach sagen, wir starten einfach schon mal direkt los. Und die erste Sache, die ich hier in Polen kennengelernt habe und ich muss auch ganz ehrlich sagen, lieben gelernt habe, das ist das Pilze sammeln. Ich weiß, in Deutschland gibt es auch Leute, die Pilze sammeln. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im südlichen Teil Deutschlands wesentlich mehr Pilze gesammelt werden, wie zum Beispiel jetzt in der Region Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, weil einfach im Süden mehr Wälder sind und dass dort vielleicht auch dann das Interesse mehr besteht, Pilze zu sammeln. Ich kann euch nur aus meiner eigenen Erfahrung wirklich sagen, dass ich persönlich in Deutschland niemanden kannte, der Pilze gesammelt hat, auch niemanden kannte, der jemanden kannte, der Pilze gesammelt hat. Zumindest hat nie irgendjemand irgendetwas davon erzählt. Und das ist eine Sache, die ich hier kennengelernt habe in Polen. Und ich kann auch sagen, dass ich auch schon 2, 3 Pilzarten erkennen kann. Trotzdem, wenn wir Pilze sammeln gehen, also das heißt ich und meine Frau, nehmen wir immer in der Regel einen Experten mit. Das ist ein Bekannter von uns. Er wirft dann auch noch immer ein Auge drauf, ob das jetzt auch ein guter Pilz ist, ein genießbarer Pilz ist oder nicht. Aber das ist zumindest eine Sache, die ich hier kennengelernt habe und ich auch wirklich lieben gelernt habe. Und ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann versucht es einfach mal. Das ist wirklich sehr entspannt, durch den Wald zu gehen. Man vergisst wirklich die Zeit beim Pilze sammeln, aber das ist einfach so eine Erholung, zumindest für mich persönlich auch, für die Seele und das tut einfach nur richtig gut. Die zweite Sache, die ich hier in Polen kennengelernt habe, oder ich will jetzt nicht sagen kennengelernt habe, weil eigentlich kannte ich das schon in Deutschland, aber die ich hier selber auch gemacht habe und ausgeübt habe, das ist das Einlegen von Lebensmitteln. Ich denke, eingelegte Sachen gibt es auch in Deutschland, aber hier in Polen ist das wesentlich populärer, bekannter. Hier gibt es sehr viele Menschen, die das auch selber machen und auch das Einlegen zum Beispiel von Gurken, das ist eine Sache, die ich hier auch gelernt habe und auch hier selber gemacht habe. Ich glaube, vor circa 2 Jahren habe ich auch mal einen Livestream dazu gemacht. Den packe ich euch später auch mal unten in den Kommentaren rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den dann auch sehr gerne angucken. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal, wenn ich wieder Gurken einlege, wieder einen Livestream, wenn zu diesem Thema dann noch Interesse besteht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Einlegen von Lebensmitteln oder jetzt in meinem Fall das Einlegen von Gurken mir sehr viel Spaß macht. Ich freue mich immer, wenn die Gurkensaison kommt und ich dann wieder einlegen kann. Man muss auch sagen, dass die eingelegten Sachen sehr lecker sind, sehr gesund sind und das ist auch etwas, was eigentlich schon fast zu meinem täglichen Speiseplan gehört. Muss man auch sagen, in Deutschland war das auch nicht so, aber hier diese Lebensmittel, diese Art von Lebensmittel ist eine Sache, die ich auch hier in Polen so richtig kennengelernt habe. Die dritte Sache, die ich hier in Polen wirklich lieben gelernt habe, ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber ich versuche es mal so zu beschreiben, eine andere Art Verbringen von Urlaub. Deutschland ist ein sehr schönes Land, um Urlaub
Urlaub zu machen, wo ich in Deutschland gelebt habe, habe ich aber selber in Deutschland eigentlich nie wirklich Urlaub gemacht. Für mich war immer Urlaub sowas wie immer ins Ausland fliegen, irgendwie nach Spanien, Portugal oder auch außerhalb Europa. Aber hier in Polen habe ich zum Beispiel das Wandern von Bergen sehr lieben gelernt. Das ist wirklich eine Sache, die wir immer einmal im Jahr machen. Wenn nicht sogar auch zweimal im Jahr fahren wir irgendwo in die Berge. Das sind wirklich Sachen, die ich vorher nicht kannte und ich bin mir auch eigentlich ganz sicher, dass ich diese Art von Urlaub machen oder auch diese schönen Orte hier nie kennengelernt hätte, wenn ich jetzt hier nicht leben würde und vielleicht auch die Nähe dazu dann auch hätte. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich kann euch wirklich sagen, das ist eine Sache, die macht mir hier auch sehr viel Spaß. Durch die Berge wandern, das ist wirklich eine Sache, die ich hier zum ersten Mal gemacht habe. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, das ist eine Sache, die dann vielleicht auch ein bisschen süchtig macht. Immer wenn man irgendwo in den Gebirgen hier ist und man versucht immer die nächste Spitze zu erreichen, den nächsten Gipfel zu erreichen. Und das ist dann auch irgendwie so ein bisschen so vielleicht so ein leichter Adrenalinkick, kann man das vielleicht auch sagen. Das macht auch Spaß. Das ist dann auch natürlich der eigene Ehrgeiz, etwas zu schaffen. Und das ist wirklich eine Sache, das macht mir wirklich Spaß und das habe ich hier auch wirklich so richtig lieben gelernt. Dieses Bergewandern gehen, das ist wirklich eine ganz top Sache. Mal abgesehen von dem Bergewandern, wie ich schon gerade gesagt habe, bin ich auch eigentlich jedes Jahr an der Ostsee, wie ihr das wahrscheinlich schon von meinen Videos kennt. Dieses Jahr habe ich auch schon wieder Ostsee gebucht, aber dazu werde ich in Zukunft noch ein bisschen was verraten, wo es für mich hingeht. Dann wird es auf jeden Fall auch wieder Videos geben. Aber auch die Ostsee hier in Polen ist ein wirklich traumhafter, wunderschöner Ort. Egal, wo man an der Ostsee ist, klar, mal gibt es schönere Orte mit breiten Stränden, mal sind die Strände etwas kleiner. Aber im Allgemeinen kann ich sagen, das ist auch eine Sache, die ich hier in Polen kennengelernt habe und wirklich lieben gelernt habe. Und das ist wirklich einfach nur traumhaft, hier in Polen Urlaub zu machen. Der vierte Punkt ist mehr eine Sache, die mich persönlich sehr gefreut hat, dass ich sowas hier in Polen erleben durfte oder auch sehen durfte, weil hier kommen wir jetzt mehr, dass ich das hier gesehen habe. Denn wir gehen jetzt mehr so ein bisschen in Richtung Natur. Hier vielleicht noch ein paar Worte privat von mir selbst. Ich persönlich bin ja ein sehr naturverbundener Mensch. Schon von klein auf habe ich mich zum Beispiel für Tiere und verschiedene Pflanzen interessiert. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich bin jetzt hier irgendwie nicht ein großer Experte, aber ich hatte schon von klein auf dieses Interesse, wie kann man das sagen, vielleicht auch ein bisschen mit der Natur verbunden zu sein. Das war immer so eine Sache, welche mich immer sehr, sehr, sehr glücklich gemacht hat. Und deswegen kann ich auch sagen, dass ich sehr glücklich und auch dankbar dafür bin, dass ich hier in Polen zum Beispiel Tiere in einer freien Wildbahn sehen konnte, die ich in Deutschland nie gesehen habe. Und da gibt es drei spezielle Tiere oder vielleicht kann man sogar sagen 4 spezielle Tiere, die ich in Polen gesehen habe, die ich in Deutschland nicht gesehen habe. Ist zum Beispiel das erste Tier, was ich hier in der freien Wildbahn gesehen habe, was mich sehr gefreut hat, dass ich das sehen durfte, ist ein Wildschwein. Hier in Łódź, wo ich wohne ungefähr 20 Minuten von einem Wald, dem Las Łagiewnicki, also dem Wald Łagiewnicki entfernt. Und man muss sagen, dieser Wald ist auch einer der größten Wälder Europas innerhalb einer Stadtgrenze und das ist ein verdammt großer Wald und hier haben wir auch natürlich sehr, sehr, sehr viele Wildschweine. Der eine oder andere sieht die vielleicht auch als Plage an. Mich persönlich freut es einfach, dass es hier auch Wildschweine gibt und dass ich auch die Möglichkeit habe, diese Tiere hier begegnen zu können. Und ich muss auch sagen, dass ich schon mal auch hautnah Erlebnisse mit einem Wildschwein hatte. Und da muss man natürlich auch versuchen, ruhig zu bleiben und nicht panisch zu reagieren. Aber das ist jetzt auch erstmal ein anderes Thema. Zumindest habe ich hier in Polen Wildschweine gesehen, die ich in Deutschland vorher nie gesehen habe. Weiteres Tier, was ich hier in Polen zum ersten Mal in der freien Wildbahn gesehen habe, ist ein Storch. Da könnt ihr jetzt wahrscheinlich lachen, wieso Storch, aber in der Tat ist das so, da in Dortmund, wo ich geboren bin und auch mein ganzes Leben gelebt habe, habe ich nie einen Storch in der freien Wildbahn gesehen oder sonst auch irgendwo. Aber hier in Polen habe ich das schon sehr oft gesehen, dass es hier wirklich Störche gibt. Also die bauen hier ihre Nester auf und so weiter. Also hier in Polen gibt es verdammt viele Störche. Noch ein Tier, was ich hier in der freien Wildbahn gesehen habe, ist zum Beispiel die Blindschleiche. Ich weiß sogar, dass es in der Region, wo ich selber gelebt habe, in Dortmund, da hatten wir auch einen Wald. Da zum Beispiel gibt es Blindschleichen. Ich bin nie einer Blindschleiche begegnet, aber hier in Polen bin
bin ich schon, ich will nicht übertreiben, aber bestimmt schon 30, 40 Mal Blindschleichen begegnet. Also eigentlich jedes Mal, wenn ich an der Ostsee im Urlaub bin und irgendwo in der Nähe von meinem Wald bin, sehe ich immer mindestens irgendwo eine Blindschleiche. Hier in Łódź habe ich auch schon Eidechsen rumlaufen sehen, also das ist auch jetzt keine Seltenheit. Ein Tier, was ich hier auch in Polen gesehen habe, das war aber wirklich nur so ein 2-3 Sekunden Blickfang, war ein Elch, und das ist, wo ich dann von Polen nach Deutschland gefahren bin auf der A2, auf der Autobahn, da habe ich ihn dann halt gesehen, aber da ich leider am Autofahren war, hatte ich nur Zeit, 2-3 Sekunden auf den Elch zu gucken. Das heißt, ja, ich habe hier schon mal einen Elch beim Vorbeifahren gesehen, aber das ist auch zum Beispiel etwas, was ich in Deutschland so nie gesehen habe, und dafür bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, und da könnt ihr wahrscheinlich jetzt auch darüber lachen, aber dass ich wirklich die Möglichkeit habe und hatte, diese Tiere hier in der freien Wildbahn wirklich sehen zu können. Kommen wir zum 5. Punkt, und beim 5. Punkt gehen wir ein bisschen in Richtung Religion und Kirche und alles, was so damit zu tun hat, denn ich habe hier etwas gemacht, was ich so aus Deutschland gar nicht kenne. Ich weiß auch gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber in Polen sagt man dazu Kolender. Das heißt, dass ein Pastor zu jemandem nach Hause kommt oder ein Priester, wird dann halt mit jemandem ein Gespräch und weiht dann das Haus ein. Ich habe schon mal in einem Video darüber mal kurz berichtet, beziehungsweise mal das Thema kurz angeschnitten. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich hier in Polen zum ersten Mal gemacht habe. Aus Deutschland kenne ich das überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es Regionen in Deutschland gibt, wo sowas gemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass mehr im südlichen Teil Deutschlands, weil da so die Menschen da schon ein bisschen christlicher geprägt sind, dass dort die Kirche vielleicht auch noch ein bisschen wichtiger ist wie im restlichen Teil Deutschland, dass dort vielleicht sowas noch gemacht wird, dass dann irgendwie der Priester dann nach der Weihnachtszeit bis ungefähr circa Februar dann ja durch seine Gemeinde läuft und dann ins Haus geht zu den Menschen und dann halt mit den Menschen redet. Also das ist wirklich eine Sache, die kenne ich aus Deutschland nicht. Ich habe das auch vorher nie wirklich gehört, dass das mal jemand gemacht hat oder so. Aber das ist eine Sache, die ich hier in Polen gemacht habe. Das heißt, der Priester, der ist wirklich bei uns nach Hause gekommen, und das war wirklich auch ein ganz neuer Erfahrungswert für mich, weil ich sowas wirklich nie gemacht habe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht derjenige, der jeden Sonntag in die Kirche geht und betet und irgendwie super gläubig ist oder so. Aber ich kann euch auch sagen, dass ich in der Zeit, wo ich jetzt hier in Polen bin, mehr in der Kirche war wie in über 30 Jahren in Deutschland. Ja, und das war einfach so eine Sache, die ich auch mal ausprobieren wollte. Und ja, der Priester, der kam dann, beziehungsweise der Pastor, der kam dann zu uns nach Hause. Ich wusste auch gar nicht, was mich da jetzt erwartet. Ja, der kommt dann rein, setzt sich hin, führt dann ein kleines Gespräch mit dir. So allgemeine, wirklich so ganz allgemeine Fragen, so als ob da jemand, ein Kollege zu dir nach Hause kommt und mit dir spricht. Na, wie geht's dir? Hast du eine Arbeit? Was machst du so? Dann hat er auch noch unsere Tochter gesehen, haben wir dann auch noch so darüber ein bisschen geredet, und dann auch, ja, dass ich aus Deutschland nach Polen gekommen bin. Also wirklich, man führt dann einfach so ein bisschen Smalltalk. Da gibt es jetzt nicht irgendwie so, dass wir jetzt nur über Kirche und Gott sprechen. Wirklich über allgemeine Sachen. Eigentlich so ein ganz lockeres Gespräch. Man hat dann auch sowas wie so ein, ja, Besteck auf dem Tisch. Ich versuche mal irgendwo ein Foto einzublenden, damit ihr wisst, worum es geht. Ein Kreuz, dann Kerzen, die man anzündet, und dann haben wir dann da auch eine Schale mit Wasser. Dann betet man für etwas. Wenn man den Wunsch danach hat, dann nimmt er, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, einen Pinsel und sprüht dann das Weihwasser so ein bisschen rum. Damit segnet er dann das Haus. Und das ist natürlich auch eine Sache, die ich vorher überhaupt nicht kannte, so wirklich. Ich wusste gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Das war auch wirklich eine komplett neue Sache für mich. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass es eine sehr interessante Sache für mich war. Und auch, obwohl ich nicht der gläubigste Mensch bin, wie ich gerade gesagt habe, war das eigentlich ganz okay für mich. Und ich habe das auch schon mal in einem Video erzählt, dass ich persönlich mich um diese Menschen herum eigentlich sehr wohl fühle, weil das sind eigentlich Menschen, die in der Regel, die strahlen Ruhe aus. Also wenn das jetzt wirklich nicht ins Fanatische geht, dann sind das wirklich normale Menschen, die sind sehr ruhig, die wollen ihr Leben ganz normal in Ruhe leben. Und das ist natürlich dann auch beruhigend für mich persönlich dann auch, wenn ich dann diese Menschen um mich herum habe. Es gibt mit Sicherheit auch noch 100 weitere Dinge, die ich hier kennengelernt habe. Aber das, was ich jetzt hier gerade erwähnt habe, sind wirklich Dinge, die mir, ich nenne das jetzt einfach mal, im Gedächtnis hängen geblieben sind. Und ich bin mir eigentlich auch
ziemlich sicher, dass ich diese Erfahrungswerte niemals gemacht hätte, wenn ich nicht nach Polen gekommen wäre. Und all diese Kleinigkeiten, ob es jetzt das Pilze sammeln ist oder diese stundenlangen Wanderwege, die ich gemacht habe, oder auch der Besuch von dem Pastor zu mir nach Hause, das sind alles natürlich Erfahrungswerte, die mich persönlich auch teilweise ein bisschen verändert haben. Zu einem Positiven natürlich. Und daher kann ich sagen, dass all das Ganze mich natürlich sehr positiv verändert, vielleicht auch sehr positiv beeinflusst hat. Falls du nach Polen ausgewandert bist und du auch irgendwelche Dinge hier neu kennengelernt hast, kannst du es mich mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Oder falls du vielleicht von Polen nach Deutschland ausgewandert bist und du da irgendetwas Interessantes erlebt hast, kannst du mich das auch sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Auch das würde mich wirklich sehr interessieren, was du so alles erlebt hast. In dem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!